Das muss man wissen. Wir sind nicht nur Bildungseinrichtung für Schweißerausbildung oder Ausbildung von Schweißfachmännern, also schweißfachtechnischem Personal. Wir haben auch verschiedene Dienstleistungen im Bereich Prüfdienstleistungen oder im Bereich der Betriebszulassung. Aus dieser Ecke haben wir natürlich sehr viele Einblicke in die Unternehmen gewonnen und haben da auch gemerkt, ja, Automatisierung ist etwas, womit wir uns beschäftigen müssen. Ja, dieses ganze System eigentlich alle Anwendungen abdeckt, die ein Schweißbetrieb braucht. Also wir haben Mehrlagentechnik drin, wir können einfach irgendwelche Eckenstrukturen fahren. Wir haben das Auftragsschweißen mit drin. Also es gibt gerade auch hier in der Region ganz viele Anwendungen, ja, bei Reparaturen oder sowas, für die das, denke ich, eine sehr, sehr interessante Sache ist. Und ja, es hat mich eigentlich von Anfang an begeistert, weil der Zugang war sehr einfach, es war alles sehr logisch aufgebaut. Es gab bebilderte Anleitungen, also die Einstiegshürde für den Schweißer, und das soll ja ein Werkzeug für den Schweißer sein, es soll den Schweißer nicht ersetzen. Diese Einstiegshürde, die war extrem gering. Also unsere Kunden haben in der Regel nicht diese Großserien und haben aber das Problem, immer weniger Schweißer auf dem Markt zu finden. Und dem können wir ja mit so einem Cobot entgegenwirken, dass wir den Cobot die einfachen Schweißarbeiten machen lassen und der Schweißer dadurch, sage ich mal, entlastet wird. Oder auch, wenn wir keinen Schweißer finden, kann ich jeden anderen an den Cobot anlernen und er kann die Schweißarbeiten mit dem Cobot durchführen. Wir können innerhalb von 2 Tagen, sage ich mal, maximal, können wir alle Features, die unser Werkzeug bietet, können wir unseren Leuten beibringen. Und es ist reproduzierbar und ich sag mal, einfacher geht es eigentlich nicht. Wir haben den Cobot, wir haben Industrieroboter und gern zeigen wir den Einstieg in den Cobot-Bereich mit dem Cobot zu schweißen. Machen wir sehr gern und jeder, der dafür Interesse hat, ist herzlich eingeladen, hier sich das bei uns anzuschauen. Und ich muss sagen, dass halt die Handhabung wirklich sehr einfach ist. Also die Programmierung einmal gemacht, das zweite Mal ging schon fast von alleine, ohne Hilfe. Es ist ja wirklich für den Allgemeingebrauch sehr verständlich gemacht. Und ich finde auch, dass man das, wenn man jetzt zum Beispiel eine Firma hat, wo man Mitarbeiter darauf anlernen muss, finde ich auch, dass wahrscheinlich andere Mitarbeiter, die dann dieses Gerät bedienen, auch einfach andere Mitarbeiter anlernen können. Also eigentlich kinderleicht. Das war jetzt kein Problem. Wie gesagt, nach dem ersten Mal programmieren mit Hilfe, das zweite Mal ging schon fast von alleine. Also das ist wirklich sehr vereinfacht. Wie gesagt, wir haben es ja vorhin gesehen, keine 2 Minuten war die Schweißnaht eingescannt und das Schweißen ging los. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt. Dass es einfach leicht so verständlicher funktioniert und dass es mit nicht viel Aufwand funktioniert.